Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Heute gebe ich euch eine Step-by-Step-Anleitung, wie ihr als kompletter Anfänger mit dem Eisbaden starten könnt. Den ersten Schritt habt ihr eigentlich schon mal gemacht. Ihr habt Bock drauf, die Intention ist da. Und ich habe euch ja schon ganz oft erzählt, was es für körperliche, aber auch mentale Vorteile mit sich bringt. Hier blende ich nur mal verschiedene Sachen ein. Eben von mehr Energie bis bessere Konzentrationsfähigkeit, besserer Schlaf. Wir trainieren auch nochmal, wenn man es richtig macht, unser Immunsystem. Das heißt, man wird weniger krank. Also ich werde, seitdem ich das regelmäßig mache, viel weniger krank. Aber es kann auch bei Muskelregeneration helfen, den Stoffwechsel anregen. Also super viele Sachen. Aber warum mache ich das eigentlich? Wegen dem mentalen Aspekt. Und zwar fällt es mir einfach super schwer, zu meditieren, indem ich mich an einem ruhigen Ort setze und meine Gedanken verlangsame. Also ist Eisbaden eigentlich meine Art der Meditation geworden, weil ich einfach sehr viel über den Körper machen muss. Ich brauche starke körperliche Reize, um meine Mitte wieder zu finden. Siehe auch der Kraftsport, und so ist es eben bei mir auch bei der Kälte. Die Kälte kann auch bei depressiven Verstimmungen sogar helfen. Also da wurden auch sehr gute Sachen auch schon getestet und erwiesen, und das kann ich euch wirklich empfehlen, wenn es euch auch so schwer fällt und ihr mehr in den Körper reinkommen müsst, dann ist die Kälte genau für euch. Und wo fangen wir mit dem Ganzen an? Und zwar bei euch zu Hause in der Dusche. Also bevor ihr euch bitte in einen kalten See oder ins Meer reinstürzt und gleich denkt, okay, jetzt machen wir die Eisscholle, schmeißen weg und setzen uns rein, bitte erstmal vorher trainieren. Und das findet bei euch eben in der Dusche oder in der Badewanne statt, mit kalten Duschen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier anfangt, euch warm bis heiß zu duschen, dann schaut ihr, dass ihr bei den nächsten Duschgängen am Ende immer kühler stellt. Also quasi hier erstmal dann auf lauwarm hin zu kühl, dann wird es schon langsam kalt. Und wir versuchen natürlich bis zum Maximum, bis zur kältesten Stufe zu kommen. Und wenn ihr es schafft, 2,5 Minuten entspannt bei der kältesten Stufe in der Dusche zu sein, dann könnt ihr euch auch an den See rantrauen. Also wirklich, Kontinuität ist hier wichtig. Was ich auch mache, ist einfach jede Woche in den See gehen, um meinen Körper darauf vorzubereiten, auf die Eiseskälte, wenn dann Schnee, Eis und so weiter kommt. Dabei nehmt ihr einmal so einen Brausekopf, wenn ihr habt, und arbeitet euch langsam von den Füßen zum Oberkörper nach oben. Da tropft noch Wasser raus, das brauchen wir jetzt noch nicht. Den Kopf könnt ihr erstmal weglassen. Ich gehe auch mit dem Kopf gerne beim See unter Wasser, da muss ich den Kopf natürlich auch mitmachen. Aber manche gehen auch mit Mütze in den See rein und lassen den Kopf komplett raus. Deswegen ab Hals abwärts einmal komplett abbrausen. Und dann, wenn ihr euch dann auch in der kalten Dusche einmal wirklich drunter stellen könnt und euch da entspannt, dann seid ihr schon mal sehr gut vom Level her. Hierbei geht es auch um die richtige Atemtechnik. Die zeige ich euch dann jetzt gleich, wenn wir zum See fahren. Aber vorher zeige ich euch jetzt noch, was ich genau packe und wie mein Eisbade-Outfit aussieht. Das richtige Eisbade-Outfit dürft ihr nicht unterschätzen. Als erstes interessant, wie sie das Ganze macht. Danke, Sophia Thiel, dass du mir beibringst, wie man Eis badet. Und zwar finde ich das richtig gut, dass sie das so erklärt, von Fuß auf nach oben. Genauso würde ich es auch erklären und raten. Und genauso habe ich es auch gemacht, beziehungsweise damit gestartet damals. Und das ist wirklich eine gute Technik. Das muss ich auf jeden Fall lassen. Ich werde mir später dafür danken. Startet am besten direkt schon mal mit eurem Bikini, damit der schon mal drunter ist. Dann packt eine lange Hose mit weiten Beinen am besten rein, wo ihr leicht rein und rausschlupfen könnt, also im nassen oder auch feuchten Zustand. Ich sag's euch, Jeans oder Leggings ist absoluter Horror. Dann Zwiebellook. Je mehr Schichten ihr habt, desto wärmer ist es euch dann auch für danach. Dann eine weite Jacke auch drüber. Ich habe jetzt hier so eine Hoodie-Sweatshirt-Jacke, wo ich auch leicht und raussteigen kann. Dann dicke Flauschi-Socken und Schuhe dazu, und dann seid ihr auch schon fertig. What's in my Eisbade-Bag, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier immer so eine Badetasche, so eine große mit dabei. Und was natürlich das Wichtigste ist, sind Handtücher. Ich habe einmal ein großes Handtuch für den Körper mit dabei und dann auch noch mal ein kleines Handtuch, wo man sich draufstellen kann. Wenn ihr die Möglichkeit von einem Steg habt, umso besser, weil beim Steg kommt ihr am saubersten und angenehmsten rein und raus. Wenn ihr vom Ufer reingeht, wird es manchmal ein bisschen schmutzig, deswegen auf dem Handtuch oder auf eine Matte draufstellen, und mit dem anderen Handtuch trocknen wir uns einmal ab. Wenn ihr natürlich auch noch mal ein Handtuch für eure Haare braucht, wenn ihr unter Wasser geht mit dem Kopf, auch super. Ansonsten, wenn nicht, könnt ihr natürlich auch hier einmal eine Mütze mitnehmen. Manche gehen wirklich mit Mütze und Hände raus so rein. Ich mache das eigentlich nicht, weil ich mit dem Kopf halt quasi auch unter Wasser gehen möchte. Dann, was ich immer dabei habe, ist einmal hier so eine Haarklammer für lange Haare, dass ich einfach die nach oben stecken kann. Und dann auch für danach super angenehm ist auch eine Thermoskanne mit einem heißen Getränk, mit dem Tee, denn danach wollen wir uns dann auch ziemlich schnell wieder aufwärmen. Mehr braucht man eigentlich nicht und man ist ready to go.
Ja, jetzt sind wir hier am See angekommen. Ich habe hier einen wunderschönen Steg, inklusive Leiter. Das ist natürlich das Beste, was man haben kann, weil da kommt man sauber rein und raus. Hier kann man auch noch stehen, kann ich auch sehr empfehlen, dass man nicht sofort irgendwie reingeht, reinspringen, auf gar keinen Fall. Vor allem, wenn man Anfänger ist, sondern wo man auch noch die Füße absetzen kann, wo man selbst bestimmen kann, wann man auch kontrolliert quasi mit den Schultern runtergeht und so weiter. Aber ihr könnt auch im Ufer immer reingehen, gar kein Problem. Aber langsam in eurem Tempo. Ganz wichtig, es ist kein Wettkampf mit irgendjemandem. Es geht hier nicht ums Aushalten, so lange wie möglich drin zu bleiben, sondern am Anfang sind es wirklich nur ein paar Sekunden. Ihr versucht einfach reinzugehen, so weit wie ihr könnt und dann einfach, oh, jetzt kommt die Sonne raus, schön. Und dann einfach zu entscheiden, okay, wie fühlt sich euer Körper an? Extremitäten wie Hände und Füße werdet ihr als erstes merken. Wirklich am Anfang ein paar Sekunden reichen völlig aus, dass ihr die Kälte einmal eindringen lasst, euch entspannt und dann geht ihr auch wieder raus. Also wirklich so das Maximum, wenn wirklich Wasser zugefroren ist bei mir, was ich drin bin, ist wirklich 3 bis maximal 5 Minuten, was schon extrem lange ist. Und die Kälte, diese positive, den Effekt der Kälte, habt ihr schon viel, viel eher. Und jetzt geht es hierbei um die Atmung. Ich mache hier bei die Wim Hof Atemtechnik. Hierbei müsst ihr ganz tief kontrolliert ein- und ausatmen durch den Mund. Also quasi eigentlich fließender Ablauf, werdet ihr gleich sehen, wenn ich reingehe. So helft ihr nochmal eure Muskeln zu entspannen, weil was wir nicht wollen bei der Kälte ist verkrampfen, sei es in der Dusche oder auch im See. Dann einfach den Kopf ausschalten, bei jedem Atemzug den Kopf einfach leiser werden lassen, einfach in einem Zug oder wie ihr eben möchtet reingehen, die Kälte eindringen lassen und dann wieder raus. Und dann würde ich sagen, legen wir los. HelloFresh. Eure Lieblingsgerichte in 3 einfachen Schritten. Schritt 1. Gewöhnt man sich auch dran. Es sind nur die ersten Momente, wo man irgendwie denkt so, heidanei, aber dann wird's richtig geil. Jetzt genieße ich's. Jetzt bin ich da, ich kann meine Augen wieder aufmachen, meine Atmung ist verlangsamt, meine Muskeln sind entspannt. Hände und Füße gewöhnen sich auch irgendwann an die Gefäße werden auch trainiert. Also man empfindet weniger Unangenehmes an Händen und Füßen. Ich merke es nur ganz leicht im Nacken. Aber auch hier, jetzt bin ich voll im Hier und Jetzt. Ich fühle mich so richtig schön geerdet und will gar nicht mehr rausgehen. Ist so nicht kalt genug, dass ich merke, dass jetzt ich rausgehen muss. Wir schätzen, das Wasser hat so um die vielleicht 15 bis maximal 17 Grad. Danach. Krass, dass sie es so lange aushält. Beziehungsweise man muss hier keine Competition machen, aber finde ich gut auf jeden Fall. Sie zeigt ja auf jeden Fall, dass sie dran gewöhnt ist und dass sie auf jeden Fall, wie soll ich sagen, als Lehrerin, als Teacherin, Guide hier sehr gut das umsetzt und auch beibringt, was auch sein muss. Direkt abtrocknen. Und hier der Wind macht natürlich auch ein bisschen noch kälter. Dann eigentlich direkt warm anziehen. Ich kann auch hier, kleiner Tipp, noch empfehlen, ein Bikini oder Badeanzug, den ihr auch leicht an- und ausziehen könnt. Am besten mit so Schnüren, dann könnt ihr die Klamotten drüber anziehen, die Schnüre aufmachen und den Bikini ausziehen, aber hier ist keine Sau, also hier könnte man sich jetzt auch nackig umziehen. Hört da wirklich in euren Körper rein, was sich für euch gut anfühlt, wie lange ihr da drin bleiben wollt oder eben auch nicht. Es ist kein Versagen, wenn ihr nach ein paar Sekunden sagt, nee, geht nicht oder erst gar nicht reinkommt, wirklich Stück für Stück in eurem Tempo. Danach einfach direkt warm anziehen, was Warmes trinken und dann habt ihr eigentlich schon den positiven Effekt. Ich habe bisher jedes Mal, wenn ich auf der warmen Couch lag und mir gedacht habe, nee, heute möchte ich nicht fahren, es ist viel zu warm und kuschelig, ich habe noch nie einen Eisbadegang danach bereut. Auch jetzt, das Gefühl ist wirklich unbeschreiblich, ist wie so ein mentaler Reset, als ob ich endlich wieder so richtig wach bin. Meinen Körper spüre ich, meine Haut fühlt sich gut an. So gehe ich auch mit dem Training immer vor. Macht es einfach kontinuierlich, bis das Wasser eben auch dann hoffentlich zufriert. Ich wollte noch vorher die Temperatur messen. Moment. Genau, habe ich richtig geschätzt. Wassertemperatur 16 Grad. Alles, was Richtung 10 Grad geht, da wird es dann langsam schwierig. Das war's mit dem Video. Wenn ihr jetzt noch spezifische Fragen haben solltet. Danke Sophia Thiel für dieses wunderbare Video. Und ich würde sagen,
Ich wünsche euch einen schönen Tag und das nächste Mal sehen wir uns beim Eisbaden.